kein geringerer als der Olympiasieger von Sochi und anschließende Weltmeister aus Saitama, der danach allerdings zweimal bei den Weltmeisterschaften gegen seinen Kumpel Javier Fernandez verloren hat. Trotzdem natürlich Yuzuru Hanyu aus der Hafenstadt Sendai. Einer der populärsten und einer der prägenden Eiskunstläufer der letzten 4-5 Jahre. Ja, hier haben wir gerade die Imitation des Elements gesehen, das er als einziger beherrscht, den vierfachen Rittberger. Ja, let's go crazy mit Prinz. Das ist vielleicht kein schlechtes Motto angesichts seines Programms. Schlecht. Erstaunlich, dass er den noch gestanden hat. Naja, also nicht gefallen ist. Gestanden kann man es ja auch nicht so richtig nennen, aber wie auch immer auf rückwärts war, das war eben dieser vierfache Rittberger, den kein anderer riskiert. Eine derartige Schräglage, Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Ja. Also er peilt hier einen 90er Wert an. Am Ende Wahnsinnsdreifache Achsel mit Vorbereitung. Er peilt einen 100er Wert an. Meine ich. Ein Wahnsinnsgerät. Unglaublich. Yuzuru Hanyu. Ja, der Rittberger, der wurmt ihn noch so ein kleines bisschen. Aber ansonsten, ich sehe gerade vor meinem geistigen Auge nochmal den Axel, als wäre er nicht vom Boden, vom Eis weggesprungen, sondern als wäre er aus der Luft gekommen. Ja. Von oben her. Also ein gewaltiges Ding. Also unfassbar gut. Eben schon das Reingehen mit dieser Gegenwände auf einem Fuß. Und der Auslauf. Achsel und der Auslauf, also das ist schon Wahnsinn. Ja. Wie locker er denn drauf hat, dass er so einen schwierigen Angang wählt und das dann auch noch mit einer unglaublichen Sicherheit aufs Eis bringt. Vierfach Salto, dreifach Tulip. Die Kombination war ja bitte so, als wäre es eine Leichtigkeit. Ja. Spielerisch dargeboten, mit einem unglaublichen Programm versehen. Ach, ist der gut. Ja, und er hat ja dann eben noch wirklich einiges verschenkt durch den Fehler beim Rittberger. Aber insgesamt ein unglaublich starker Ausdruck.
Ja, er und Fernandes treiben, man hat wirklich den Eindruck, Henrik, die treiben den ganzen Eiskunstlauf bei den Männern nach vorn. Ja. Hat sicherlich auch noch Bojan Jin Ja. einen Teil Und Patrick Can. Ja, der nicht unbedingt mit den Sprüngen, aber Ja, klar. der Chinese hat ja letztes Jahr ein neues Maß gesetzt und ich glaube, die beiden haben jetzt nachgezogen. Letztlich auch Patrick Can hat nachgezogen eher als das vorangetrieben. Auch der Kanadier macht jetzt einen zweiten Vierfachen im Programm. Und dann gibt es auch Shoma Uno. Genau, ja. Der lässt sich auch nicht lumpen. Ja. Also das sind so die 4, liebe Zuschauer, die wir jetzt genannt haben, die dem Eiskunstlauf unglaublichen Esprit verleihen, im Auge, im Blick. Ja, ich denke, du hast recht, er wird vermutlich auch die 100er-Barriere reißen, denn so viel hat der Fehler beim Rittberger nicht gekostet. Ja, gewaltiges Programm. Yuzuru Hanyu. Also das wird ja extrem spannend, wenn im Finale Fernandes, Can und er aufeinandertreffen. Unglaublich. Shoma Uno ist auch qualifiziert. Ja. Die 100er-Punkte-Grenze bei Kurzprogrammen, das ist ja für Yuzuru Hanyu jetzt nicht so, dass er dann anschließend eine Lokalrunde schmeißt, sondern das ist beinahe schon so Alltag. Ja, er sagt so, ein bisschen hat noch gefehlt beim Rittberger, ganz genau. Mittlerweile sind alle, natürlich bis auf den Axel, das ist schon klar, aber alle Vierfachsprünge sind quasi abgehakt. Ja. Irgendwer kann irgendeinen, So ist es, ja. Wert 104-fach vielleicht, 103, ich weiß es nicht. Nicht schlecht. Ich melde dich an nächstes Jahr, ja, als Preisrichter. Danke, alle. Ja, 103,89 genau dazwischen. Yuzuru Hanyu geht in Führung, ganz knapp, oder? 13 Punkte oder die 16 Punkte sind es sogar. 16. Wahnsinn. Also im Gegensatz zu Patrick Can vor einer Woche ist er mit seinem Kurzprogramm natürlich schon der Leader.